I'm unstoppable. Feasting on her biotic-rich blood will be the last step of my... Later. Commander. Okay, mit ihm brauche ich jetzt offiziell nicht mehr reden. Ich glaube, das hat sich erledigt. Mehr können wir nicht. Das ist nämlich genau dasselbe, was er beim letzten Mal schon mal gesagt hat. Hallo, Kelly. Commander, you've received a new message at your private terminal. Interesting. There is nothing more absolute than the oath of an Asari Justicar. You did well getting Samara on our side. She is so elegant and gorgeous. Too bad her manner is just so cold. Vielleicht ist sie gar nicht so kalt im Herzen und wir müssen nur durch die Oberfläche uns knacken. Is there anything I should know? You have unread messages at your private terminal. Garrus received some news that put fire in his eyes. Maybe you should speak with him down in the main battery. Anything else, Commander? Ihr habt's gerade nicht gesehen, aber mein Herz ist aus meiner Brust rausgesprungen, hat hier einen kleinen Salto gemacht, ein bisschen Tango getanzt und dann ist es zurück in meine Brust. Und ich bin happy. Das heißt, ich glaube, ich brauche gar nicht erzählen, was wir als nächstes machen werden. That'll be all. I'll be here if you need anything. Ich lasse absolut alles fallen und liegen und mache die Mission, die jetzt Garrus für uns bereit haben wird. Ich bin mir sicher, es ist seine Loyalitätsmission. Alter, freue ich mich gerade. Ich kann meine Stimme leider nicht so hoch machen, wie sie normalerweise ist, wenn ich mich freue. Dank der Grippe, aber ich freue mich. So, ungelesene Nachrichten. Ich bin völlig außer Häuschen. Schutzengel. Oriana Lawson. Hoffentlich ist das der richtige Commander Shepard. Übrigens die. Weiblich. Ich bin Oriana, meine Schwester hat mir nicht viel erzählt, aber ihr ist bestimmt nicht klar, dass ich genauso schlau bin wie sie. Ich habe ein bisschen rumgestöbert und einen Informationsmakler gefunden, der mir diese Adresse besorgt hat. Hoffentlich nicht Liara. Ich habe ihr gedankt, aber noch nicht Ihnen. Meinen Eltern ist alles nicht ganz klar, aber ich weiß, wie viel Miranda getan hat, wie viele kleine Dinge in all den Jahren nur wegen ihr geschehen sind. Ich werde es Ihnen auch nicht sagen. Ich will immer noch auf die Schule gehen und ein paar Abschlüsse machen, aber Sie sollten wissen, dass ich weiß, dass Sie mich gerettet haben. Ich hatte all die Jahre einen Schutzengel. Ich weiß nicht, ob meine Schwester jemanden hat. Sie hat gesagt, sie arbeitet für Sie und es war eindeutig, dass ihre Arbeit ziemlich gefährlich ist. Bringen Sie sie lebend wieder zurück, okay? Oriana, PS, erzählen Sie ihr nicht von dieser Nachricht, es würde sie wütend machen. PS, Miranda, hör auf, Shepards Nachrichten zu lesen. Jetzt tu nicht so, ich will es doch auch machen. Ach, ist das süß. Die haben wirklich Geschwister. Das ist niedlich. Treffen mit Kazumi Goto. Der Unbekannte, Shepard. Wir haben unter großen Kosten und Mühen die Meisterdiebin Kazumi Goto ausfindig gemacht und sie überredet, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Nur wenige haben je von ihr gehört und noch weniger haben sie persönlich getroffen. Wenn es um Tarnung und Infiltration geht, ist sie unerreicht und ihre Fähigkeiten werden sich bei ihrer Mission als unbezahlbar erweisen. Begeben Sie sich in den Zakera-Bezug auf der Citadel. Sie finden dort ein besonderes Werbeterminal, das sich von den anderen unterscheidet. Geben Sie dort das Passwort Schweigen ist Gold ein, um das Treffen einzuleiten. Mysteriös. Ein kleiner Assassine. Ups, ich wollte es eigentlich archivieren. Sehr schön. Dann... Nein? How may I help you, Commander? Gar That'll nicht. be all. Danke. I'll be here if you need anything. Nein, danke. Ich will nochmal mit dem lieben Herrn Joker reden. Jetzt haben wir jemanden dazu bekommen, das heißt, er hat irgendwas Neues zu berichten. Hoffe ich, denke ich. Hallo. So, Commander, even your Asari are trained killers? You get everyone at the same store or something? Ja, wir haben da mittlerweile Rabatt. I assume everything's going well up here? Good for now. Fractured my thumb on the mute, but I think I made my point. That's it for now. See Okay. ya, Commander. Wir waren ja eben mit denselben unterwegs, mit Jack und Garrus, das heißt, da hat er nichts Neues zu berichten. So viel habe ich mittlerweile raus. Wir gehen direkt zum Morden. Da müssen wir auch noch die Loyalitätsmission erst machen, glaube ich. Haben wir ihn schon darauf angesprochen, deswegen haben wir da auch keine neue Gesprächsoption erstmal. Aber ein paar Upgrades. Das war es nicht. Prototypen vielleicht? Fortgeschrittenes Training. Nee, es ist immer noch dasselbe. Was haben wir denn eingesammelt? Ach ja, hier, der Schaden. Aber gerne doch. Ja, ihr seht's vielleicht, ich habe immer noch nicht offscreen was gesammelt. Ich bin zu faul. Jedes Mal, wenn ich dann Zeit habe zu spielen, versuche ich so viel wie möglich aufzunehmen. Aber ich mach's noch. Versprochen. Promised, ich mach's noch. Wir brauchen ja auch nicht... I think you'll want to talk to Garrus. Ja. Da bin ich ja schon auf dem Weg hin. Der war nämlich hier. So, nachdem er all die Zeit nicht mit uns gesprochen hat, können wir jetzt bitte endlich über sein Problem reden. Über seine Beziehungen, über seine Familie, seine Ängste, seine Zukunftspläne. Ich bin alles zufrieden.
Shepard, I'm glad you came by. I've got something. I may need your help. You remember Sidonis, the one who betrayed my team? I found a lead on him. There's a specialist on the Citadel named Fade. He's an expert at helping people disappear. Sidonis was seen with him. Könntest du mir noch mal kurz was verraten über den Verrat? What happened? How did Sidonis betray your team? He tipped off the mercs, told them where our base was. He drew me out with a false job, then let the mercs hit my team. My men weren't prepared. They tried to hold them off. By the time I got back, there were only 2 survivors. They didn't last long. All 10 of them dead. Because of him. Und über Sidonis direkt seinen Charakter vielleicht? What are you planning to do when you find him? You humans have a saying, an eye for an eye, a life for a life. He owes me 10 lives, and I plan to collect. Das scheint mir doch sehr kaltblütig. You sure that's how you want to play it? I'm sure. I don't need you to agree with me, but I'd like your help. Ja, okay, wir helfen ihm, aber vielleicht können wir ihn ja auch noch ein bisschen zur Besinnung bringen. Where do we find Fade? I've arranged a meeting. We'll meet him in a warehouse near the Neon Markets down on Zakara Ward. Thanks, Shepard. I appreciate you taking the time to help me. Immer. Magst du vielleicht noch mal was mit mir reden? Any chance we could get to the Citadel, Shepard? I'd like to follow that lead on Sidonis. Okay. I'll let you know, Garrus. I'll be here if you need me. Sehr schön. Okay, endlich haben wir auch seine Mission. Vielleicht können wir danach mal ein bisschen normal Smalltalk machen. Ich glaube, der hat noch nicht einmal mit uns über irgendwas geredet. Also, über sich geredet. Commander, what can I do for you? Labern? Do you have a minute, Miranda? Of course. I'd been meaning to speak with you, in fact. I wanted to apologize. I didn't fully believe you'd be up to the task, and it seems I was wrong. Frankly, based on what I've seen, I wish Cerberus had recruited you earlier. Können wir jetzt ins Gewissen reden, dass Cerberus vielleicht nicht so gut ist, wie sie glaubt? I trust you, but I don't trust Cerberus. Your experiments cross the line. All the time, yes. But I recall a Spectre who crossed a few lines while hunting down Saren and the Geth. And we'd be lucky to have you. Too many join us out of simple xenophobia. We need more people here for the right reasons. Und ihre kleine Diskrepanz mit Jack? What was Cerberus trying to prove by experimenting on children like Jack? A mistake, no question. Not mine. And one that was corrected once we discovered the extent of the experiments being performed. Und in Teil 1 haben wir noch ganz andere Experimente gesehen. I saw your bases years ago. You were using Rachni, Thorian creepers, even husks to make your own army. The husks were already dead. The Thorian creatures were mindless, and the Rachni were abandoned once we understood their intelligence. We weren't breeding an army, we were breeding expendable shock troops for high-risk scenarios. How many soldiers died in Saren's attack on Eden Prime? How many would have lived if we'd had just a dozen Rachni soldiers on our side? Wenn man die kontrollieren kann, beziehungsweise wenn man versteht, was sie kontrolliert hat, es kann auch ganz nach hinten losgehen. With your intelligence, you could have landed any job you wanted. Why choose this? Because I still envy the time Morden spent with the Special Tasks Group, working with people as smart as he was. Cerberus never tells me that something is impossible. They give me my resources and say do it. And they've given you even more. A new life, a new ship, the elusive man's personal attention. Sie klingt ein bisschen neidisch. Sie ist vielleicht der Unbekannte für sie eine Art Ersatzvaterfigur? The best thing he did was to put you on my squad. You'd have done fine without me. I may not have believed it before, but I don't have what you do. That fire that makes someone willing to follow you into hell itself. My father got me the best jeans money could buy. Guess it wasn't enough. Sie bereden das immer wieder. Ach so, wegen ihrem Vater. Ja, ich sag ja, die hat Papi-Issues. You always bring up your genetic tailoring. It really bothers you, doesn't it? This is what I am, Shepard. I can't hide it. The intelligence, the looks, even the biotics. He paid for all of that. Every one of your accomplishments is due to your skill.
The only things I can take credit for are my mistakes. Das stimmt nicht. Ich meine, vielleicht hat er ihr genetische Ausrüstung bezahlt, aber alles, was sie damit anstellt und ihr Bewusstsein ist ja allein ihr überlassen. You're not coasting on good genes, Miranda. Your ability and your dedication speak for themselves. Thank you, Commander. I appreciate that. I should get back to work, but thank you for coming by. Irgendwie doch. Ich glaube, ich mag sie jetzt ein bisschen mehr als verglichen zu dem Anfang, den wir hatten, den Start, wo sie immer noch sehr bitchig rüberkam, aber mittlerweile doch recht menschlich. Einfach jemand, der unsicher ist, weil er nicht wirklich Elternliebe erfahren hat. Ja. Oh, wir können endlich ach ja, das ist das Beobachtungsdeck. Reden wir mal mit Samara. Hallo. Oh, Miranda und Jacob. Shepard, what are your impressions of Miranda and Jacob? Jacob is an earnest young man. Events will either forge him into a great man or utterly destroy him. Miranda is undoubtedly a hard woman. I respect her strength and determination. She carries many burdens and doesn't share them with others, as it should be. Und Missionsfortschritt? How do you think our mission is going? Building our forces is a good strategy. However, the time to strike is coming soon. Und natürlich hat sie bestimmt auch noch ein paar Vorschläge für Upgrades. Do you have any suggestions about using some of the resources we've gathered? I believe I can use some of them to increase our fuel reserves so we can explore further. Shall I tell you what is required? Ja, sehr gerne. Show me what it would take. Schiffsverbesserung. Ach, das ist ja billig. Ja, sehr gern. Das ist wahrscheinlich einfach praktisch im Alltag. Shepard, How are you? I've spent much of the last 400 years on my own. It is nice to have a colleague to chat with. I may be rusty at it, however. If you are patient, I would love to talk. Wir haben da eine Bank. Nicht mal einen Meter neben dir. Können wir uns nicht darauf hinsetzen, statt auf dem Boot? How much do you know about our mission? I know that I've sworn an oath to follow you, and that you seek to destroy the Collectors. That is enough for me. Und kein Background-Wissen? You don't want to know why the Collectors need to be fought? When you live by a code that compels you to harsh action, you learn the dangers of curiosity. If I must kill a man because he has done wrong, do I really wish to know that he is a devoted father? Ja, aber ich glaube, das ist doch wichtig, oder? Jemand, der fürsorglich ist für seine Tochter, hat vielleicht einen Grund gehabt, sein Verbrechen zu begehen. Zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Raubüberfall, einfach um seine Familie ernähren zu können. Ich finde, so eine Grauzonen sind wichtig zu wissen, um eine faire Entscheidung treffen zu können. Und manchmal gibt es einfach keine faire Entscheidung und damit sollte man leben müssen. Selbst wenn es einen dann verfolgt. I'd like to hear more about the criminal you were chasing on Nos Astra. I hope you will understand if I wish to avoid this topic. It is deeply tied to my code and beliefs. You might say it is personal. Oh. Wenn ich davon nicht weiß, könnte es die Mission gefährden. I need to know if this will impact the mission. It will not. Okay, simple enough. What do you think of Cerberus? I've heard rumors, but learned long ago to form my own impressions. There is too much room for interpretation in the opinions of others. Ja, jetzt kann sie ja sagen, wo sie drin ist, was sie davon hält. Why were you willing to work for Cerberus when you didn't have first-hand knowledge? I work for you, Shepard. Our methods may be different, but our goals are not. Solange sie auf uns hört, ist ja alles gut. I should get back to work. It has been my pleasure, Commander. Ja, danke schön. Ach, sie ist ganz nett. Ich meine, sie hat ihre Gründe und ihre Religion. Ich muss die ja nicht unbedingt... I've been listening to my daughters giggle over and over. That's so cute. When this mission is over, I'm gonna give her the longest hug she's ever had. Ah, ich hoffe, er findet sie wieder. Ja, wie gesagt, also ich finde sie zwar natürlich ein bisschen mit ihrer Religion, das ist jetzt nicht so mein Ding, aber ich muss ja nicht mit jedem übereinstimmen in seinen Meinungen, um mit denen da die Mission zu beenden. Oder sie gar zu mögen. Man muss ja nicht über alles diskutieren. Man kann die Themen ja auch einfach vermeiden.
So, ich glaube, auf der Ebene haben wir sowieso schon mit allen geredet. Dann bleibt uns noch die untere Ebene. Tali müssen wir auch noch holen. Ey, das ist so viel zu tun hier. Nein, halt, nein. That's all for now. Logging you out, Shepard. Hat er noch was zum Gewehr zu erzählen? Mir wurde gesagt, ja. I was down and out when I found that gun. Jessie was the first weapon I got my hands on. Took her everywhere. She didn't have much punch, but reliable as all hell. She'd already been through a lot by the time I got her. Still, I never had to re-sight her once. Ja, wie weil Sven und ich... Good rifle. Unterhalte dich doch einfach mal mit Garrus über das Nicht-Kalibrieren von Waffen. I remember Jessie's first kill. Turian arms dealer out of Omega. I ran through miles of filth and rust to hunt him down. When I finally cornered him, that gun was caked in 2 inches of the foulest sludge you can imagine. But Jessie wanted that Turian dead, so 2 shots, and he died right there. Ja, das ist ein bisschen creepy, wenn er über sie redet, als würde sie leben. I killed my way across the terminus systems with that gun. Seemed like Jessie wanted to kill more than I did. Bloodthirsty old bitch. I owe half my reputation to that weapon right there. Anytime someone calls me ruthless, relentless, they're talking about that rifle. Ja, das ist auch so ein bisschen Verantwortung abschieben. Klingt so ein bisschen danach. Für ein Psycho. I don't take Jessie into battle anymore. Had to retire her about 5 years ago. I was hunting down this Batarian slaver. Forgot his name. Not important. Carved my way through 100 Batarian mooks. I don't remember ejecting a clip once. Jessie just kept firing. Reached the slaver and he got in my face, so I went to blow him away and nothing. The old bitch had finally jammed. So I smashed his face in with the butt of the gun and called in the job. After that, Jessie couldn't be fixed. Nothing anyone could do. Like she'd finally had enough blood and was ready to rest. Been resting ever since. Er hat total die Verbindung zu dieser Waffe. Das ist, ich weiß nicht, ob ich das rührselig finden soll oder ein bisschen creepy. Wahrscheinlich von beiden etwas. Thinking about past missions. Got a minute? You might learn something. Er könnte mir was über Samara erzählen. I was shadowing this rookie on an infiltration run to an Eclipse base on Tatus. Good kid, but he had no business handling a rifle. In the shuttle on the way down, he puked in his helmet. We hit some turbulence, and with all the crap sloshing around, he thought he'd been shot in the head. Went back to the Alliance. Here he's a governor now. Ja, kompetent. Sehr lecker. One time we were trying to clear out this gun nest outside a base on Vetar. Nothing we did even made a dent in that thing. Someone had the bright idea to kidnap a local girl, strap grenades on her, and make her go seduce the guy in the bunker. Terrible thing, I tell you. Well, she went up there, knocked on the door, and nothing. Grenades never went off. But the guy stopped shooting, and we snuck by. Never found out what happened. Jemand wollte ein Mädchen in die Luft jagen als Selbstbomber? Das ist krank. Und der hat auch noch mitgemacht? Also das ist wirklich hart an der Grenze. I should let you go. Talk more later, Shepard. Ich meine, es war wahrscheinlich nicht seine Anweisung und das ist schon extrem. Ich möchte da nicht bei gewesen sein. Ich glaube, ich hätte denjenigen erstmal ein paar Kopfschüsse verteilt. So, Kenneth, did you know we've got a crazy woman squatting down in the subdeck? What? If she touches anything, I'll kill her. Oh, and the only thing she wears from her waist up is tattoos. Oh, maybe I should go down and welcome her aboard. And she's a murderer, has biotic powers that could crush you with a blink, hates everyone in Cerberus. Damn it, girl. Stop toying with me. Das ist süß. Das ist richtig schön. Magst du nicht ein bisschen Aufregung und Unsicherheit in deinem Leben? No risk, no fun und so. Jack ist eigentlich eine ganz Liebe, wenn man sich ein bisschen mit ihr unterhalten hat. Apropos, mit Jack unterhalten. Hey,